Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute mal wieder einen Malprozess für euch. Draußen ist wunderbares Winterwetter, aber in meinem Kopf sind schon ein paar Frühlingsgefühle, auch wenn es noch etwas länger hin ist, bis wirklich Frühling ist. Ich freue mich einfach jedes Jahr darauf und den Vibe möchte ich heute mit euch teilen. Ich habe hier mal wieder meine Spachtelmasse, die ich mir selber zusammenmische. Ich habe ja immer einen großen Pott. Da nehme ich mir die Spachtelmasse raus, die ich brauche und mische dann diesen Dekosand dazu. So habe ich eine ganz schöne, körnige Struktur und kann auch ein bisschen herumexperimentieren, wie körnig die sein soll. Lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen und schreibt mir gerne was in die Kommentare. Unterstützt mich auch sehr gerne mit einer PayPal-Spende, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr euch dafür interessiert, welche Farben und Materialien ich benutze, schaut bitte auch in die Infobox. Da habe ich immer alles aufgelistet. Genauso wie einen Link zu meinem Etsy-Shop oder meiner Website. Da könnt ihr gerne mehr über mich erfahren und über meine Kunst. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich möchte heute eine abstrakte Landschaft malen. Es soll so ein bisschen, habe ich ja schon gesagt, frühlingsmäßig aussehen, beziehungsweise wie eine helle, freundliche Landschaft mit Grün und Rosa. Und da male ich jetzt erstmal die dunklen Töne, beziehungsweise die unterliegenden Töne mache ich eigentlich immer so, dass ich mit den dunkleren und intensiveren Tönen anfange und dann die helleren darüber aufbaue. Bei dem Bild wollte ich auch so ein paar impressionistische Elemente mit einbringen. Deswegen habe ich angefangen, mit dem Pinsel so ein bisschen die Farbe einzutupfen. Und damit kann ich auch gleich die Farben so ein bisschen ineinander blenden, ohne dass Struktur verloren geht. Und ich schaue jetzt erstmal, wie mir das gefällt, ob ich dabei bleibe oder ob ich das ganze Bild so mache. Aber ich sehe mich ehrlich gesagt auch schon wieder mein Malmesser benutzen, weil ich einfach liebe, damit zu arbeiten. Man kann ja immer mal ein bisschen was Neues ausprobieren und das macht ja dann auch Spaß. Also empfehle ich auf jeden Fall immer so ein bisschen damit rumzuspielen. Hier sieht man es jetzt auch noch mal ein bisschen detaillierter. Es sieht halt so ein bisschen aus wie eine Graslandschaft, die man damit kreiert. Man kann auch verschiedene Farbtöne noch mit einbauen. Hier zum Beispiel dieses Sienna, dass es ein bisschen wärmer wird.
Und ich habe es ja auch schon vorausgesehen, ich bearbeite das Ganze natürlich auch wieder mit dem Malmesser. Es sieht einfach cool aus, ich mag diese Struktur und ich finde, es passt auch sehr gut mit diesem getupften Auftrag zusammen. Das soll halt alles so ein bisschen verwaschen und impressionistisch aussehen und halt weiche, fließende Übergänge und dieses ganze verträumte Thema nochmal ein bisschen unterstreichen. Ich finde es immer wichtig, dass man nicht nur Ton in Ton arbeitet, sondern auch die Komplementärfarben ein bisschen einbringt. Deswegen ist jetzt hier auch so ein Klecks Lila und dieses Hellblau noch mit drin, einfach um das Ganze aufzufrischen und dem einen realistischeren Touch zu geben. Sieht halt auch so ein bisschen aus wie Reflexionen des Himmels oder wie Wolken oder wie der blaue Himmel. Und das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Kontrast. Ich finde, hier kann man auch wieder sehr schön die Strukturen sehen und ich muss natürlich auch die Seiten bemalen. Ich finde, wenn die Seiten nicht bemalt sind, ist das Bild einfach nicht vollständig und ich mache es so, dass ich die Farbe, die oben drauf ist, einfach dann um die Seiten herum male, sodass es gleichmäßig aussieht. Wenn das Bild getrocknet ist, dann kann ich hier auch die Anlegemilch auftragen. Das ist quasi die unterste Klebeschicht für dieses goldene Blattmetall, was ich gleich auftragen werde. Ich verteile die Anlegemilch auch nochmal mit so einem Spachtelmesser und mit einem Schwämmchen, damit einfach die Übergänge ein bisschen weicher sind. Und dann muss das Ganze erstmal ca. 25 Minuten antrocknen. Und jetzt kann ich auch das Blattgold anlegen, beziehungsweise das goldene Blattmetall, was ich hier habe.
ganzen überschüssigen Partikel sauge ich dann mit meinem Staubsauger weg. Das Bild ist jetzt fertig. Es heißt Dreamscape. Es ist eine Fantasielandschaft, wie gesagt, mit rosa und grünen Tönen. Und es erinnert mich auch an den Frühling, auch wenn der noch lange nicht da ist. Aber trotzdem, man kann sich die Zeit ja herwünschen. Und ich finde einfach diesen goldenen Horizont auch total edel. Und das gibt dem ganzen Bild auch noch mal ein bisschen mehr Wärme. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat. Denkt bitte daran, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und schaut euch gerne auch meine anderen Videos an. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Winter. Ich kann es kaum erwarten, dass der Frühling irgendwann wieder kommt. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.